Keine Motivation zum Deutschlernen? 7 einfache Tricks, die wirklich helfen. Kennst du das? Du willst Deutsch lernen. Aber plötzlich ist die Motivation weg? Du fragst dich, warum tue ich mir das überhaupt an? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zurück zu Teil 4 unserer Serie Allein Deutsch meistern. Genau das hatte ich gestern wieder. Ich wollte lernen. Aber Netflix hat gewonnen. Was mache ich falsch? Und Hallöchen an euch alle da draußen. Ach, Lena, das ist der Klassiker. Und du da draußen kennst das sicher auch. Genau deshalb ist Teil 4 so unglaublich wichtig. Es geht heute darum, wie du auch bei Motivationstiefs am Ball bleibst, wie du deinen inneren Schweinehund an die kurze Leine nimmst und wie du langfristig nicht nur lernst, sondern auch wirklich Spaß dabei hast und deine Ziele erreichst. Denn dranbleiben, das ist oft die wahre Kunst. Puh, das beruhigt mich. Ich dachte schon, ich bin die Einzige, die manchmal einfach nur keinen Bock auf Akkusativ und Dativ hat. Also, was sind deine Geheimwaffen gegen den Motivationsblues, Anna? Ich bin ganz Ohr. Dann schnallt euch an, wir zünden jetzt den Motivationsturbo. Tipp 1. Motivationstiefs sind normal. Sei lieb zu dir. Das Allerwichtigste zuerst, um den Druck rauszunehmen. Es ist vollkommen normal, dass die Motivation mal schwankt wie das Wetter im April. Das bedeutet nicht, dass du versagt hast oder undiszipliniert bist. Es ist menschlich. Echt jetzt? Das nimmt schon mal eine riesige Last von den Schultern. Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich einfach nicht fürs Sprachenlernen gemacht bin. Totaler Quatsch. Es gibt viele Gründe für ein Tief, Ziele zu hoch, keine sichtbaren Fortschritte, langweilige Methoden, Stress im Alltag. Akzeptiere diese Phasen und sei dein eigener bester Freund, nicht dein härtester Kritiker. Okay, also Selbstmitgefühl statt Selbstanklage. Das klingt schon viel besser. Tipp 2. Reaktiviere dein Warum, deine Superkraft. Erinnerst du dich an Teil 1, Lena? Dein echtes Warum. Logo, mein innerer Antrieb. Um im Urlaub endlich mal richtig mitquatschen zu können. Perfekt. Und genau dieses Warum ist deine Geheimwaffe. Wenn du denkst, wozu das alles? Hol dir dein Ziel wieder vor Augen. Stell dir lebhaft vor, wie du in Berlin am Dönerstand stehst und auf fließend Deutsch deinen Wunsch Döner bestellst. Einmal mit alles und scharf, Chef. Ja, das wär's. Also, wenn der Schweinehund winselt, zeige ich ihm mein Traumziel. Genau. Dein Warum ist der Treibstoff, der dich durch jede Durststrecke bringt. Tipp 3. Mini-Veränderungen, Maxi-Wirkung, frischer Wind. Oft ist ein Motivationstief auch ein Zeichen dafür, dass deine Routine etwas eingerostet ist. Zeit für frischen Wind. Gleich alles umkrempeln? Nee, kleine Justierungen reichen oft. Wechsle die Lernmethode. Nur App ist langweilig? Schnapp dir mal ein cooles Video oder ein Grammatikquiz. Lerne woanders. Schreibtischblues? Ab ins Café oder in den Park. Eine neue Umgebung wirkt Wunder. Also, wenn ich beim Dativlernen einschlafe, einfach mal einen deutschen Krimi schauen? Genau das. Solange du dich mit der Sprache umgibst, ist alles gut. Abwechslung und Spaß sind der Schlüssel. Tipp 4. Die Macht der 5-Minuten-Regel. Kennst du diese Tage, Lena, an denen der innere Schweinehund einfach übermächtig scheint? Oh ja, da geht einfach gar nichts. Dann schiebt man's auf und ärgert sich später. Dafür gibt's die 5-Minuten-Regel. Sag dir, nur 5 Minuten. Danach ist Schluss, wenn's nicht läuft. Ich hatte letzte Woche auch so einen Tag. Kein Bock, müde, Regen draußen. Ich dachte, nur 5 Minuten Grammatik, dann darf ich aufgeben. Und was ist passiert? Ich habe 25 Minuten lang motiviert gelernt.
Nur 5 Minuten. Klingt fast zu einfach. Aber wenn's funktioniert, um den Anfang zu machen? Meistens schon. Der erste Schritt ist oft der schwerste. Und selbst wenn es nur 5 Minuten bleiben, besser als nichts. Es geht um Konsistenz und die Routine nicht zu brechen. Tipp 5. Gemeinsam statt einsam. Such dir Verbündete. Alleine lernen ist okay, aber einsam lernen muss nicht sein. Austausch kann Wunder wirken. Aber Lerngruppen finden ist doch schwierig ohne Kurs, oder? Nicht unbedingt. Such dir einen Lernbuddy. Jemand, der auch eine Sprache lernt. Berichtet euch von Fortschritten, motiviert euch. Oder tritt Online-Communities bei. Facebook, Foren, Discord. Mit anderen quatschen, die das gleiche Ziel haben. Das klingt gut. Da fühlt man sich gleich weniger allein mit seinen Problemen. Absolut. Und für die Sprechpraxis. Tandempartner. Gold wert. Auch für die Motivation. Tipp 6. Feier deine Erfolge. Auch die kleinen. Wir sind oft super darin zu sehen, was wir noch nicht können. Aber was ist mit deinen Fortschritten, Lena? Stimmt. Man hackt oft nur auf seinen Fehlern rum. Das zieht einen echt runter. Genau. Deshalb feier deine Erfolge, jeden einzelnen. Lerntagebuch. Schreib auf, was du geschafft hast und wie du dich gefühlt hast. Ein Aha-Moment? Rein damit. Fortschritt visualisieren. Hake Themen ab, schau deiner Vokabelliste beim Wachsen zu. Belohne dich. Kleiner Erfolg, kleines Leckerli. Also den Fokus aufs Positive und sich selbst mal loben. Das ist eine echt gute Strategie gegen Frust. Exakt. Jeder Mini-Erfolg zählt. Das ist dein bester Treibstoff. Tipp 7. Rückschläge und Pausen sind okay. So wichtig das Dranbleiben ist, Lena. Es werden miese Tage geben. Schlecht geschlafen, Stress, das Thema ist zäh. Und dann das schlechte Gewissen, weil man nichts schafft. Ein echter Teufelskreis. Genau. Deshalb. Akzeptiere Rückschläge und gönn dir bewusst Pausen. Dein Gehirn ist keine Maschine. Manchmal ist ein Tag Pause effektiver als erzwungenes Lernen. Also darf man auch mal 5 gerade sein lassen, ohne sich gleich wie ein Versager zu fühlen? Das ist ja fast schon eine Einladung zum Chillen. Genau, solange es eine bewusste Pause ist und keine Dauerausrede, ist sie super wichtig. So, ihr Lieben da draußen, das war unser Erste-Hilfe-Koffer für Motivationstiefs und Strategien, um langfristig am Ball zu bleiben. Puh, da waren echt krasse Tipps dabei. Die 5-Minuten-Regel und das Feiern der kleinen Erfolge, das nehme ich mir direkt zu Herzen. Das ist super, Lena. Und für dich da draußen gilt, es gibt nicht die eine Wunderpille. Es ist eine Kombi aus Selbstkenntnis, schlauen Tricks und der Erlaubnis, auch mal unperfekt zu sein. Dein Warum, Spaß an der Sache und Verbindung zu anderen. Das sind deine Superkräfte. Absolut. Man ist nicht allein. Und jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, was war dein tiefster Motivationstiefpunkt beim Deutschlernen? Und wie bist du da wieder rausgekommen? Deine Geschichte kann anderen Mut machen und helfen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, lass ein Like da und abonniere uns unbedingt für die nächsten Teile unserer Serie. Wir sind mega gespannt auf eure Geschichten. Viel Erfolg beim Dranbleiben. Genau. Hau rein, bleib motiviert und denk dran, du schaffst das mit Spaß, Strategie und ganz viel Mut. Und keine Sorge, auch wir haben noch mehr Tipps auf Lager. In der nächsten Folge geht's dann vielleicht darum, wie du deinen persönlichen Lernplan erstellst, der wirklich funktioniert. Neugierig? Dann bleib dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön den Schweinehund austricksen. Tschüss.